Das ist Steffen Student. Bald hat er einen Abschluss in den Geisteswissenschaften. Steffen hat viel gelernt und kann einiges. Wie er das in einem Lebenslauf darstellt, weiß er aber nicht. Steffen lernt, dass ein Lebenslauf aus einigen grundsätzlichen Abschnitten besteht. Den Anfang bilden persönliche Angaben wie Name, Anschrift, Kontaktdaten und Geburtsdatum. Im zweiten Abschnitt macht Steffen Angaben zu seinen besuchten Bildungseinrichtungen, den gewählten Fächern und Schwerpunkten und natürlich den Abschlüssen. Danach geht es um Steffens praktische Erfahrungen. Er listet also relevante Tätigkeiten und Praktika auf und wann und wo er diese absolviert hat. Da Steffen mehr als nur seine Muttersprache spricht, gibt er im nächsten Abschnitt an, welche Sprachen er wie gut beherrscht. Weil er viel mit dem Computer gearbeitet hat, folgen nun die Programme, mit denen er arbeiten kann. Darauf folgen weitere Tätigkeiten, zum Beispiel das Ehrenamt und die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Um auch etwas Persönliches über sich zu vermitteln, widmet Steffen den letzten Abschnitt seinen Interessen und Hobbys. Übrigens, in der digitalen Infothek des Career Service findet er detaillierte Hinweise über die Inhalte der einzelnen Abschnitte und wichtige Formalia. Wichtig: Do's and Don'ts. Der Lebenslauf sollte nicht länger als 3 DIN A4 Seiten sein. Zeigen Sie effektiv, wer Sie sind. Versuchen Sie immer, einen Bezug zum angestrebten Berufsfeld herzustellen. Setzen Sie die Dinge, die Sie gemacht haben, in Beziehung zu dem, was Sie machen wollen. Halten Sie die Form ein. Unterschreiben Sie den Lebenslauf mit Vor- und Zunamen und achten auf kohärente Daten im gesamten Bewerbungsschreiben. Lassen Sie im Lebenslauf keine unbegründeten Lücken, außer Sie möchten genau danach gefragt werden und haben schon die passende Antwort parat. Machen Sie niemals falsche Angaben. Die Personaler werden das merken. Hobbys und Interessen sollten nicht wichtiger sein als der Rest. Steffen entscheidet sich dafür, das Bewerbungsfoto in den Lebenslauf zu integrieren. Auf der Suche nach einem geeigneten Bild findet er aber nur schöne Schnappschüsse. Deshalb lässt Steffen aktuelle Fotos anfertigen und besucht dafür einen professionellen Fotografen. Nun weiß Steffen, was alles in einen Lebenslauf gehört.